Andreas Vollenweider. Die Rückkehr eines Schweigenden. Es war, als hatte die Zeit selbst den Atem angehalten. 5 Jahrzehnten, ein halbes Jahrhundert. Lang schwieg einer der größten Klangpoeten unserer Zeit. Keine Interviews, keine Konzerte, keine öffentlichen Auftritte. Die goldene Harfe, die einst über Kontinente hinweg Herzen heilte, stand verstummt im Schatten. Und doch, in einer unscheinbaren Nacht im Juni, am Herzen von Zürich, geschah das Undenkbare. Andreas Vollenweider, der Mann, der die Musik mit Licht durchdrang, öffnete wieder seine Stimme, brüchig, zart, aber unüberhörbar. Was sagte, war kein gewöhnliches Interview, sondern ein Bekenntnis, eine Offenbarung und eine letzte Umarmung an die Menschlichkeit selbst. Ich habe gelernt, dass das Schweigen manchmal lauter spricht als jeder Applaus, begann mit einem Lächeln, das mehr Wehmut als Glanz trug. Seine Haare, einst golden, nun schneeweiß, fielen in ungebändigten Strahlen über einer Stirn, gezeichnet von Jahren innerer Kämpfe. Sprach nicht nur über Musik, sprach über den Körper, der ihn immer mehr im Stich lässt, über Gelenke, die sich weigern zu tanzen, über die Lunge, die wie eine müde Melodie nur flach atmet, und über das Herz, nicht das biologische, sondern jenes, das einst in Schwingung versetzte, was Wort nie sagen konnten. Doch Andreas war nie einfach nur Musiker. War ein Architekt des Unsichtbaren. Mit seinem Harfenklang erschuf Räume, in denen sich die Seele verstecken und zugleich entfalten konnte. Millionen Menschen fanden in seinen Klanglandschaften Trost. In einer Welt voller Lärm war die Stille, die alles sagte. Sein Rückzug begann in den späten 1980er Jahren, als die Welt sich zu drehen schien. Schneller, lauter, greller. Ich wollte nicht Teil eines Spektakels werden, das keine Tiefe mehr kannte, sagt heute. Stattdessen zog sich zurück in ein Haus nahe des Zürichsees, wo sich der Meditation, dem Schreiben und, bis vor wenigen Jahren, noch gelegentlichen Tonexperimenten widmet. Die Öffentlichkeit fragte sich, ob überhaupt noch lebe. Und viele hatten längst aufgehört zu fragen. Doch nun, mit fast 80 Jahren, erhebt sich seine Stimme noch einmal. Nicht im Triumph, sondern in tiefer Demut. Seine Hände zittern, doch seine Augen funkeln. Der Körper zerfällt, sagt aber der Klang bleibt. Gehört Juch. Es sind Worte, die keine Melodie brauchen, zu vibrieren. Sie durchdringen wie einst sein Album, Down to the Moon. Nicht nur das Ohr, sondern das Innerste. Was bewegt einen Menschen, 50 Jahre zu schweigen und dann plötzlich zu sprechen? Die Antwort liegt vielleicht nicht in der Biografie, sondern in der Essenz dessen, was Andreas immer war, ein Grenzgänger, zwischen den Welten, zwischen Klang und Stille, zwischen Erde und Himmel. Berichtet von Nächten, in denen ihn der Schmerz wach hielt, nicht nur physisch, sondern auch geistig. Von Momenten, in denen seine Harfe betrachtete, unfähig, einen einzigen Ton hervorzubringen. Es ist, als würde dein innerstes Instrument verstimmt, sagte Und dennoch, an manchen Tagen, wenn die Sonne durch das Fenster fiel, spielte nicht für ein Publikum, sondern für einen Baum, einen Vogel, ein einziges, fallendes Blatt. Musik, gemacht für das Unsichtbare. Der Körper mag schwacher geworden sein. Die Diagnosen haufen sich. Rheuma, chronische Erschöpfung, etwas Unbenanntes, das seine Bewegungen verlangsamt. Und doch, wenn spricht, ist es,
als wurde die Zeit stillstehen. Als horte man durch die Risse der Gegenwart die Ewigkeit atmen. Sein Rückkehr zur Öffentlichkeit ist kein Comeback im herkömmlichen Sinn. Kein neues Album, keine Tournee, keine pompöse Ankündigung, sondern ein Leserakt der Wahrhaftigkeit. Eine Geste, die sagt, ich bin noch da, und ich möchte euch noch etwas sagen, bevor ich weiter verschwinde. Die Menschen hören zu. Nicht, weil sie ein Idol zurückwollen, sondern weil sie spüren, dass da etwas Tieferes geschieht. Vollenweiders Worte sind nicht nur biografische Splitter, sondern Fragmente einer verlorenen Welt, einer Zeit, in der Klang noch Magie war, nicht nur Inhalt, in der Musik nicht konsumiert, sondern gefühlt wurde, und in der ein einzelner Ton genug war, Tränen hervorzurufen, als von seiner Krankheit spricht, schweigt der Raum. Kein Mitleid, sondern Achtung liegt in der Stille. Denn Andreas spricht nicht klagend, sondern klar. Er kennt die Endlichkeit und begrüßt sie wie einen alten Freund. Ich habe mehr in der Stille gehört als je im Lärm, sagt er. Und man glaubt ihm. Seine Stimme wird leiser, sein Blick wandert zum Fenster. Vielleicht, flüstert er, war das Schweigen nie eine Abwesenheit, sondern meine Art zu sprechen. Und in diesem Moment spürt man, dass Andreas Vollenweider nie fort war, dass immer da war, im Rauschen der Blätter, im Wispern des Windes, in der leisen Sehnsucht zwischen zwei Herzschlagen. Und so bleibt sein Geschichte offen, wie eine Melodie, die nie ganz verklingt. Andreas Vollenweider. Der Klang der verlorenen Jahre. Der Regen fiel in dünnen, gedämpften Schleiern über den Zürichsee. Als Andreas Vollenweider das Fenster seines alten Holzhauses öffnete, der See war still fast so, als würde auf etwas warten, so wie selbst. Das Haus, in dem seit den frühen 90ern lebte, war voller Erinnerungen, nicht an Menschen, sondern an Klänge, an Toni, die nie aufgenommen wurden, an Melodien, die nur vor Baume, Moen und Schatten gespielt wurden. Es war ein Haus des Schweigens, und doch voller Musik. Mit über 70 Jahren war Andreas Vollenweider kein Schatten seiner selbst, sondern ein Echo jener goldenen Zeit, als sein Album Caverna Magica in Wohnzimmern rund die Welt auf Vinyl knisterte, als mit geschlossenen Augen spielte und sein Publikum in eine Welt entführte, in der es keine Sprache brauchte. Doch das war lange her, so lange. Was war passiert? Es begann les. Zunächst mit einer Müdigkeit, die nicht erklären konnte. Dann schmerzten die Finger, als wurde jeder Ton, den spielte, einen Preis fordern. Die Ärzte sprachen von Polyneuropathie. Später kamen andere Worte hinzu. Degenerative, chronisch, irreversible. Worte, die nicht zu einem Mann passten. Der einst glaubte, Klang könne alles heilen, auch sich selbst. Zog sich zurück. Zunächst von der Bühne, dann von Interviews, schließlich sogar von Freunden. Nur sein Sohn Ivo, inzwischen selbst Musiker, hatte Zugang zu ihm. Zwischen ihnen lagen unausgesprochene Wahrheiten. Ivo hatte nie öffentlich über seinen Vater gesprochen. In der Musikwelt war der Sohn des Vollenweider. Doch zu Hause war oft nur ein leiser Gast im Schatten eines Mannes, der lieber mit Klängen als mit Worten sprach. Die Jahre vergingen. Die Welt veränderte sich. Harfen verschwanden von Bühnen. Elektronische Beats dominierten die Charts. Und Andreas? Experimentierte still weiter.
mit Wasserklangen, mit Windmikrofonen, mit der Idee, Musik aus Vibrationen von Baumen zu machen. Niemand hörte es, niemand wusste es. Es blieb alles in einem Raum im oberen Stock seines Hauses, wo Tonbänder sorgfältig beschriftet, aber nie veröffentlicht wurden. Manche dieser Bänder trugen rätselhafte Namen. Die Nacht, in der das Licht verschwand. Zur Stille in Blau. Wortloser Abschied. Warum hatte sie nie veröffentlicht? Sie waren zu ehrlich, erklärte in jenem Interview nach 50 Jahren. Doch wer war sie, die Bänder, die Gedanken, oder vielleicht jene eine Frau, über die nie sprach, eine Cellistin aus Frankreich, mit der in den 1980er Jahren oft gesehen wurde, aber die eines Tages einfach verschwand. In den Liner Notes seines Albums White Winds widmet ihr ein Stück, Coralie, doch nie gab es ein weiteres Wort über sie. Bis heute ist nicht bekannt, was zwischen ihnen geschehen war. Nur Ivo, so munkelt man, sei das Stil, Ergebnis dieser Verbindung. Ein Kind, das nie gefragt hat, aber immer wusste. Inzwischen ist Andreas Körper zerbrechlich geworden. Das Gehen fällt ihm schwer manchmal, so sagen Nachbarn. Sitzt stundenlang auf einer alten Holzbank im Garten, starrt ins Leere, summt Leistone, die niemand erkennt. Doch einmal, vor wenigen Monaten, hörte man ihn lachen, ein raues, heiseres Lachen, als hatte sich selbst überrascht. Es war der Tag, an dem ein Päckchen aus Island ankam, ohne Absender. Darin eine alte Aufnahme eines Harfenstücks, das nie veröffentlicht wurde, aber zweifellos von ihm stammte, jedoch mit einer zweiten Spur. Ein Cello. Wer hat es geschickt? Und warum jetzt? Seither wirkte Andreas verändert. Begann, Briefe zu schreiben, handschriftlich, mit blauer Tinte, auf Papier mit Wasserzeichen. Niemand weiß, an wen. Manche vermuten, es seien Abschiedsbriefe. Andere sagen, es sei eine neue Art von Komposition, Worte statt Noten. Doch zeigt sie niemandem. Sein Sohn Ivo wurde kürzlich gefragt, ob sein Vater ein neues Album plane. Antwortete nur, vielleicht hat nie aufgehört, eines zu schreiben. Eine rätselhafte Antwort, die mehr Fragen als Klarheit brachte. Und dann fügte leise hinzu. Es gibt einen Raum im Haus, den nicht einmal ich betrete. Die Vergangenheit von Andreas Vollenweider ist wie seine Musik, mehr Andeutung als Erklärung. Man spürt, dass hinter jeder Not ein Geheimnis liegt, dass jeder Akkord eine Tür ist. Doch viele dieser Türen blieben verschlossen. Viele nicht aus Angst, viele nicht aus Liebe, viele nicht, weil manche Geschichten nur dann leben, wenn sie nie ganz erzählt werden. In Zürich erzählt man sich, dass manchmal, wenn der Wind richtig steht, spät nachts wieder spielt, nicht auf einer Bühne, sondern im Wald, zwischen alten Buchen und Mussen, dass dort, im Flüstern der Blätter, neue Melodien entstehen. Oder vielleicht sind es alte Erinnerungen, die neu verklingen. Und so wächst der Mythos weiter. Nicht weil Andreas Vollenweider sich wieder sieht, sondern weil es eben nur für einen Moment tat. Ein Moment, der genügte, zu wissen, die Musik war nie fort. Sie war nur still, wie selbst. Und in dieser Stille liegt etwas, das Worte nie fassen können. In einem der oberen Räume seines alten Hauses dort,
wo der Boden unter jedem Schritt knarrt und der Staub sich, wie eine zweite Haut, über die Erinnerungen leckt, hängt ein Foto. Schwarz-weiß, eingefasst in dunkles Holz, fast unscheinbar. Doch wenn tritt, sieht es Andreas, jung, barfuß, mitten in einem Gewächshaus, die Harfe auf dem Schoß, die Augen geschlossen. Und direkt neben ihm ein Mädchen, kaum 20, mit dunklem Haar und einem Lächeln, das zwischen Stolz und Scheu schwankt. Niemand weiß, wer sie ist. Das Bild hängt nicht prominent. Es versteckt sich, so wie vieles im Leben von Andreas Vollenweider. Vielleicht ist es gerade diese Mischung aus Sichtbarem und Verborgenen, die es seine Figur so menschlich und zugleich so unerreichbar macht. Den Waren draußen die Welt ihn feierte, den Mann mit der Lichtmusik, den schweigsamen Magier der Harfenseiten, war drinnen ein anderer Andreas. Einer, der sich mit der Frage quälte: Bin ich wirklich das, was die Welt in mir sieht? Diese innere Zerrissenheit zeigte sich in kleinen Dingen. In seiner Vorliebe, mitten in Interviews plötzlich zu schweigen, nicht aus Arroganz, sondern weil spürte, dass Worte manchmal Verrat bedeuten, oder in seiner Weigerung, Preise entgegenzunehmen. Nicht, weil sie ablehnte, sondern weil Angst hatte, dass Ruhm ihn vom Ursprung entfernen würde. Wenn du so lange gefeiert wirst, verlierst du den Klang deines eigenen Herzens, sagte einmal in einem seltenen Gespräch. Und dann war da die Krankheit. Sie kam nicht wie ein Blitz, sondern wie ein Nebel, schleichend, kaum greifbar. Zuerst spürt sie nur nach langen Proben, ein Sehen im Rücken, eine Müdigkeit in den Fingern. Später blieb sie, auch wenn nicht spielte. Die Ärzte gaben ihr Namen, doch für Andreas war sie etwas anderes, eine Prüfung, ein unsichtbarer Begleiter, der ihn zwang, neue Wege zu finden, Musik zu fühlen, ohne sie zu matchen. In dieser Zeit begann zu schreiben. Nicht für andere, für sich. Tagebücher, Skizzen, Fragmente von Traumen. Manche Seiten endeten mitten im Satz, als ob der Gedanke zu schmerzhaft würde. Andere Seiten enthielten nur einzelne Worte. Einsamkeit, Erwartung, Coralie. Der Name tauchte wieder auf. Wie ein Schatten, der nie ganz verschwand. Wer war sie wirklich? Manche behaupten, sie sei eine französische Cellistin gewesen, mit der in den 1980er Jahren experimentelle Aufnahmen gemacht hatte. Aufnahmen, die nie erschienen. Andere meinen, sie sei nie Musikerin gewesen, sondern eine botanische Zeichnerin, die auf einer Reise durch die Bretagne kennengelernt habe. Ivo, sein Sohn, sagt nichts dazu. Doch manchmal, wenn man ihn auf sie anspricht, senkt den Blick, als würde eine Wahrheit bewachen, die so persönlich ist, geteilt zu werden. Die Jahre vergingen, doch die Vergangenheit blieb lebendig. Das Gewächshaus aus dem Foto. Es existiert noch. Eingewachsen, moosbedeckt, mit gebrochenen Scheiben. Andreas geht manchmal dorthin, allein, mit einem alten Diktiergerät in der Tasche. Niemand weiß, was dort aufnimmt. Als ein Journalist einmal fragte, ob diese Spaziergänge etwas mit Komposition zu tun hatten, antwortete nur: Ich sammle das, was man nicht hören kann. Und dann kam dieser Tag im Mars, der Tag, an dem der See zu sprechen schien. Die Fenster seines Hauses standen offen, und man hörte zum ersten Mal seit Jahren wieder eine Melodie, leise, fast schüchtern, keine Harfe. Ein Glas, das an einem feinen Faden schwang, ein Löffel, der rhythmisch über eine alte Blechplatte streifte.
ein Hauch von Wind, der durch Flaschenhalse summte. Es war, als würde jemand die Welt selbst als Instrument benutzen. Seitdem reden die Leute im Dorf, says again, Andreas bereite etwas vor, etwas Großes, etwas Letztes, aber niemand weiß, was genau. Ivo besucht ihn häufiger. Manchmal kommt mit alten Freunden aus früheren Jahren, Musikern, mit denen Andreas einst Klangreisen unternahm. Manchmal hört man Gelachter, dann wieder stundenlang nichts, als hatte sich das Haus erneut in eine andere Welt zurückgezogen. Was bleibt? Vielleicht ist es genau das. Die Ungewissheit, die Ahnung, dass noch etwas kommt. Das Andreas Vollenweider. Dieser Les, zerrissene, tief fühlende Mann, noch immer auf der Suche ist, nach dem einen Ton, der alles erklärt. Oder vielleicht nur nach sich selbst. Denn je länger man seiner Geschichte folgt, desto mehr begreift man, seine Musik war nie nur Klang, sie war ein Spiegel. Für ihn, für uns, für all das, was in der Stille liegt und nie ganz gesagt werden kann. Und irgendwo in den Schatten seines Hauses liegen Antworten. Vielleicht auf Tonbandern, vielleicht in Briefen, vielleicht im nächsten Klang, denn nur die hören, die wirklich still sein können. Der Wind trug den Duft feuchter Erd und verblasender Erinnerungen durch das geöffnete Fenster. Andreas saß wieder an seiner alten Bank, die Knie in eine Decke gewickelt, ein kleines, abgewetztes Notizbuch auf dem Schoß, sein Finger, einst flink und federleicht über die Seiten seiner Harfe tanzend, zitterten leicht, als eine Seite aufschlug, eine Skizze, ein Name, wieder, Coralie. Warum jetzt, nach all den Jahren, kehrte ihr Bild so lebendig zurück? War es das Paket aus Eiland? War es der Klang des Cellos darin, der sein Innerstes aufwühlte, wie ein altes, nie verheilter Schnitt? Oder war es nur das Alter, das ihn zwang, durch die Schleier der Zeit zu blicken? Erinnerte sich an einen Tag im Sommer, 1985, in einem verlassenen Kloster in Südfrankreich, das sie gemeinsam in Musik verwandelten. Die Wände aus Stein halten wie ein drittes Instrument. Andreas spielte barfuß, mit geschlossenen Augen. Coralie saß ihm gegenüber, der Bogen ihres Cellos wie eine Verlängerung ihres Atems. Ihre Musik war nicht notiert. Sie entstand aus Blicken, Pausen, aus einem Verständnis, das jenseits von Sprache lag. Und dann, wie oft in seinem Leben, war sie plötzlich fort. Ohne ein Wort, ohne ein Abschiedslied. Suchte sie nicht wirklich, denn tief in ihm wusste manchmal zerbricht etwas nicht, weil es schwach ist, sondern weil es so tief ging, so wahr war, und das war gefährlich für einen wie ihn. Weiter in der Gegenwart. Die Tinte auf der Seite war noch feucht. Andreas hatte begonnen, eure Stimme zu skizzieren. Nicht wie es ihr klang, sondern wie es ihr schwieg. Zwischen den Zeilen stand etwas Ungesagtes. Eine Frage, die es sich nie zu stellen traute. Hatte sie ihr denselben Schmerz gespürt? Oder war nur ein Gast in einer Geschichte, die nur für ihn Bedeutung hatte? Die Tür zu seinem Musikzimmer, jenem Raum, den selbst Ivo mied, knarrte im Wind. Innen staubige Bänder, vergilbte Skizzen, Instrumente, die seit Jahren keine Berührung gespürt hatten. Und in der Mitte ein alter Revox-Tonbandrekorder, eingesteckt, bereit. Dann ein Band, auf dem in Andreas' Handschrift stand, nicht öffnen, noch nicht. Warum dieses noch? Was musste noch geschehen, bevor es Zeit war?
Erinnerte sich an einen Moment nach einem Konzert in Wien, 1991. Backstage, ein alter Bekannter, ein Toningenieur, der mit Vollenweider in frühen Jahren gearbeitet hatte, konfrontierte ihn. Du versteckst dich hinter deiner Musik, sagt er, fast anklagend. Andreas hatte gelächelt, fast traurig. Und du denkst, ich hatte mich ja gesagt. Dieses Gespräch war nie beendet worden. Damals begann sein Rückzug. Langsam, wie Nebel über dem See. Ein abgesagter Auftritt. Ein verschobenes Album. Dann nur noch Stille. Einige Kollegen schickten Briefe. Später kamen Anfragen von Universitäten, Errungen, Einladungen zu Projekten. Keine Antwort. Nur Ivo wusste, dass sein Vater nachts noch spielte. Nicht auf Harfen, sondern auf Alltagsgegenständen, auf Glas, Metall, Wasser, sogar Schatten. Klang wurde für ihn eine intime Sprache, ein Zufluchtsort. Doch vorhin spielte er. Manchmal fragte sich Andreas selbst, ob das Schweigen ihn gerettet oder getauscht hatte. War es wirklich Zuflucht? Oder war es Kapitulation? Und dann geschah etwas Ungewöhnliches. Ein Brief kam, handschriftlich, aus Lyon, ohne Absender. Nur ein einziger Satz. Ich habe nie aufgehört, dich zu hören. Es war keine Unterschrift darunter. Doch die Tinte trug denselben blauen Schimmer, den einst Coralie benutzte, wenn sie in ihr Notizbuch zeichnete. Ein Zufall. Oder ein Ruf aus der Tiefe. Sagte den Brief niemandem. Nicht einmal Ivo. Doch in den folgenden Tagen begann er aufzuräumen, vorsichtig, bedacht. Als würde er nicht wegwerfen, sondern vorbereiten. In seinem Kalender markierte er ein Datum, keine Erklärung. Nur 22. August. Sie, früh. Ein Ritual. Ein letztes Konzert. Oder nur ein symbolischer Akt, den niemand gesehen wurde. Der See, so sollte man sich später, wirkte an jenem Morgen anders. Keine Vogel, keine Beute. Als hielte die Welt den Atem an, und doch nichts geschah. Kein Klang, keine Bewegung. Das Haus blieb still. Einige Tage später fragte ein alter Nachbar Ivo. Was war das für ein Tag? Ivo zuckte nur mit den Schultern, aber in seinen Augen war Bewegung. Wie das Wasser vor einem Sturm. Vielleicht war es nur für ihn, murmelte er. Und wieder blieb alles offen. Wie so vieles im Leben von Andreas Vollenweider. War Coralie real? Hatte die Bänder je gehört, die aufgenommen hatte? Was war in jenem Raum, den niemand betreten durfte? Und was bedeutete das Schweigen? War es ein Schutz, eine Entscheidung, ein letzter Klang? Man weiß es nicht. Man hört nur manchmal nachts, wenn der Wind durch die alten Bäume zieht. Ein leises Summen, fast wie Musik, fast wie eine Erinnerung. Der Himmel über dem Zürichsee hatte sich verdunkelt, ohne dass der Tag wirklich vergangen war. Es war jene Art von Licht, das nicht entschieden hatte, ob es bleiben oder gehen wollte. Wie Andreas selbst. Saß wieder im Gewächshaus, oder besser gesagt, in dem, was davon übrig war. Die Scheiben waren beschlagen, manche zerbrochen, der Fu hatte längst Besitz ergriffen. Sprach nicht, aber man hatte schwören können, dass etwas in der Luft vibrierte. Nicht Klang, eher Erwartung. Die alte Harfe stand vor ihm, mit einem Tuch halb bedeckt. Seit Jahren hatte sie nicht mehr gespielt. Zumindest nicht in der Weise, wie die Welt es von ihm kannte. Ließ die Finger schweben,
berührte aber keine Seite. Vielleicht, weil wusste, es würde nie mehr so sein wie früher. Oder vielleicht, weil es gerade deshalb genau jetzt sein musste. In seinem Innersten drehte sich seit Tagen eine Frage. Was bleibt, wenn der Klang verklungen ist, wenn die Erinnerungen sich nur noch flüchtig zeigen, wie Lichtflecken auf einer alten Wand, war die Stille sein Feind gewesen, oder sein engster Vertrauter. Hatte das Schweigen ihn gerettet, oder hatte es ihn Stück für Stück ausgelöscht? Dachte an Ivo, an seine Musik, an die ungesagten Gespräche, an den Blick, der manchmal mehr sagte als Worte. Hatte ihm genug hinterlassen? Nicht Noten oder Instrumente, sondern Verständnis, Mut, oder nur eine Ahnung von etwas, das man nie ganz greifen kann. Andreas stand langsam auf, ging vorsichtig zur Tür. Draußen nähte sich ein Ast zur Seite, als wolle ihm den Weg zeigen. Ein einzelner Tropfen fiel von einem Blatt, laut genug, bemerkt zu werden, leise genug, nicht zu stören. Der Moment war klein, und doch hatte gewitscht. Vielleicht, flüsterte Andreas, muss nicht alles einen Abschluss haben. Und als hatte das Universum geantwortet, blähte sich der Wind kurz auf und ließ einen Ton durch die zerbrochene Scheibe pfeifen. Einen Ton, der nicht gemacht, sondern gefunden worden war. Es war nicht wichtig, ob jemand es hörte. Später, in seinem Zimmer, saß mit dem Rücken zur Wand, das Notizbuch offen auf den Knien. Nur ein einziger Satz stand auf der letzten Seite. Wenn du mich morgen nicht mehr findest, dann hör einfach genauer hin. Fazit. Und darunter, kein Punkt, keine Unterschrift. Vielleicht, dachte war das Leben nie dazu gedacht, abgeschlossen zu werden. Vielleicht war es eine Melodie, die weitergetragen wird, von Ohr zu Ohr, von Herz zu Herz, verändert, verzerrt, vervielfacht, aber nie beendet. Schloss die Augen. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Nicht voller Glück, sondern voller Akzeptanz. Nicht alles muss geklärt werden. Nicht jede Frage braucht eine Antwort. Und wer weiß wo, dachte vielleicht liegt die größte Wahrheit nicht im Verstehen, sondern im Lauschen.